Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi, der richtige Griff. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Rosi, der richtige Griff, grüß dich. Ja, muss aber auch machen. Richtig drücken. Aua! Ja, genau. Also die Hand spielt eine wichtige Rolle, Ja. aber auch nicht immer. Beziehungsweise, wir haben ja beim letzten Mal auch schon mal so einen kleinen Kunstschuss gehabt. Jetzt kommst du ins Spiel. Erzähl. Ja. Die Frage ist ja, was müssen wir alles machen, wenn wir treffen wollen? Sag mal was. Zielen auf jeden Fall. Richtig zielen, Abkrümmen. abkrümmen, noch was. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, die Waffe sicher halten auf jeden Fall. Sicher halten. Okay. Oftmals wird dann noch genannt, ja, der Stand ist wichtig, die Atmung, Atemtechnik, ja, und so weiter und so fort. Wenn es nur darum geht, richtig das Ziel zu treffen, brauchen wir nicht viel richtig machen. Wir müssen nur richtig zielen, richtig abkrümmen. Ich zeige mal kurz was. Mach mal Gehörschutz. Okay. So, wenn wir uns das mal anschauen. Mein Trefferergebnis, das ist nicht schlecht. Wie war mein Stand? Entspannt. Wir würden sogar sagen, jetzt wenn wir dienstlich reden, da war alles falsch. Es war alles falsch, der Griff war falsch, es war alles falsch. Ich habe nur 2 Sachen richtig gemacht. Ich habe richtig gezielt und ich habe richtig abgekrümmt. Mit dem falschen Finger, alles ist klar. Wenn es nur darum geht, zu treffen, müssen wir nicht viel richtig machen. Wir müssen nur richtig zielen und richtig abkrümmen. Alles andere ist zweitrangig. Wir können die Gruppe minimieren mit Atemtechnik, das ist völlig klar. Aber wenn wir jetzt auch im Stress regelmäßig gute Ergebnisse erzielen müssen, das heißt, ich sage jetzt mal dienstlich, ausreichend präzise und ausreichend schnell, dann müssen wir viel mehr richtig machen. Dann geht es an den Stand, auch die Atemtechnik dürfen wir nicht vernachlässigen. Beim dienstlichen Schießen hält man einfach die Luft an. Ich bin in der Entspannung, atme normal weiter. Aber fundamental ist natürlich auch der Griff. Das heißt, wenn wir regelmäßig ausreichend gut treffen müssen, aus jeder Handhabung, aus jeder Bewegung, dann brauchen wir den richtigen Griff. Und das ist jetzt das Hauptthema. Das heißt, immer mit gleichmäßigem Griff. Gehen wir wieder vor. Genau. So, 5 Meter. Oder hier ist okay. Ja. Stellt euch zum Ziel. Jeder vor sein Ziel. Fertig laden. Wir gehen auf die 2-1. Okay. So, versucht mal alles, was ihr bisher wisst, vom Griff, alle einfach mal anzuwenden. Wir schießen auf die 2-1. 5 Schuss, Feuer frei. Gut. Stopfen! Stopfen. Holstern. 1 Schuss Feuer frei. Komm, Kanone raus, treffen. Okay, nochmal Holstern. 1 Schuss Feuer frei. Okay, gut. Ich habe alles gesehen, was ich sehen will. Entladensicherheit herstellen. Gut, also, wichtig ist, wenn wir gleichmäßig gute Treffer erzielen wollen, immer den gleichen Griff. Egal, ob ihr jetzt die Waffe zieht, ob ihr manipuliert, immer den gleichen Griff. So, wie können wir das hinkriegen, dass wir immer gleich greifen?
Ich werde euch jetzt Markierungen an die Hand bringen. Und das heißt, die erste Markierung geht darum, wenn wir jetzt die Waffe greifen, ne? Ihr kennt das alle von dem Ziehvorgang. Erster Griff, Position Nummer 1, ist der richtige Griff an der Pistole. Der Finger ist weit gestreckt. Wenn ich jetzt die Pistole ziehe, ne, Position 2, dann gehe ich in die Position 3. Und in der 4 brauchen wir den perfekten Griff. Aber schon beim Ziehen haben wir an der Waffe mit der rechten Hand jetzt den perfekten Griff. Das ist die erste Lektion, die wir jetzt machen. Mit der rechten Hand den richtigen Griff. Und danach gehen wir nochmal an die linke Hand. Okay. So, die Waffen sind entladen. Schließen, in Anschlag gehen. So, zweite Reihe von oben. Die 3-2 nehmen wir jetzt. So, zielen, 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 zielen. Holstern. Hepp. Nochmal einen Anschlag. Gut, nochmal holstern. So, jetzt versucht ihr euch ein bisschen dran zu erinnern. So, wie war der Griff eben? Nochmal. Hepp. So, gutes Gefühl? Ja. So, ich mache dir jetzt hier den Mittelstrich. Und wenn ich jetzt bei Tim bin, na, wenn du jetzt gleich selber ziehst, soll der Strich wieder in der Mitte sein. Gut, holstern. Hepp. So, was sagst du selber? War gut, ne? Bisschen, ja, einen Ticken nach links. Genau. Ne, hast jetzt ein bisschen den Griff verändert. Ja. Das soll jetzt nicht. Wenn ich jetzt bei Tim bin, üb noch mal weiter. Ja. Gutes Gefühl? Gut. Holstern. Und immer wieder üben. Weiter, weiter üben. Korrigiert euch. Erst zielen, dann korrigieren. Erst zielen, dann schaut den Griff an. Ist er falsch? Korrigieren. Wieder holstern. Raus, rein, raus, rein. Okay, ich denke mal, das haben wir im Griff. Den Griff haben wir im Griff. Gut, holstern. So, das zweite ist, wenn wir jetzt greifen, ich sage mal, die rechte Hand ist nicht spektakulär. Wir nehmen den Finger an den Abzug, greifen rum, hatten wir ja letztes Mal schon. Ne? Das ist jetzt der mittlere Strich. Immer gleich greifen beim Ziehen. Die linke Hand, die Unterstützung oder Arbeitshand, die wird oftmals einfach nur da sein. Das ist nicht korrekt. Nutzt aktiv eure linke Hand. Na, mit der rechten Hand die Waffe so weit festhalten, dass sie nicht im Rückstoß rutscht. Mit der linken Hand richtig festhalten. Und das heißt, wenn ihr jetzt in Anschlag geht, nehmt den Daumen so weit wie es geht nach vorne. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Hier ist der Verschlussfanghebel. Na, wenn ihr das jetzt übertreibt, drückt ihr den nach oben. Das ist gleich eine Hemmung, die wir uns selber einbauen. Das ist keine klassische Störung 1 bis 4, irgendwas davon, da kommen wir noch zu. Aber es ist so ein Ding, ihr könnt im Rückstoß den Schlitten hinten fangen. Das ist auch nicht gewollt. Das heißt, ihr müsst jetzt den Kompromiss, je nachdem welchen Waffentyp ihr habt, so finden, dass der Daumen so weit wie es geht, aber es gibt halt auch übertrieben, dass wir die Waffe blockieren, dann funktioniert sie halt logischerweise nicht mehr. Na, da müsst ihr jetzt finden, was ist jetzt mit der linken Hand. Na? Wie weit gehe ich nach vorne? Aber grundsätzlich sagt man, so weit wie es geht nach vorne. Und ihr seht von hier, es verändert sich natürlich auch so ein bisschen der Griff. Da muss man auch ein bisschen darauf achten, wenn ich jetzt übertrieben gesagt so weit rumgehe, dann kann ich nicht mehr in Ruhe abkrümmen. Dann behindert mein Zeigefinger das Abkrümmen. Das heißt, da müsst ihr jetzt euren Weg finden. Das macht ihr jetzt erstmal trocken, bevor wir schießen. Was ist jetzt euer guter Griff? Nochmal, den Daumen so weit wie es geht nach vorne. Aber in diesem Falle wird es jetzt, das übertreibe ich natürlich, das wird jetzt nicht mehr gehen, weil ich gar nicht mehr abkrümmen kann, weil mein eigener Finger da blockiert. Man hört auch oft als Faustregel, dass man die linke Hand in die Lücke packen soll. Ja. Was sagst du dazu? Ja, so bin ich auch früher ausgebildet worden, 82. Ja. Also, Ich sag ja nur. nein, ist auch völlig korrekt, weil das ist heute noch im Umlauf. Ja. Das Entscheidende ist nicht, alles auszufüllen. Die älteren Schützen erinnern sich, das wurde ja auch mal ausgebildet, diesen alten Revolvergriff, auch hier Pistole. Kann man so treffen? Ja, man kann. Ich habe es ja gerade gezeigt. Es ist egal, wie ihr haltet. Ihr trefft auf jeden Fall, wenn ihr richtig zielt und richtig abkrümmt. Nur, wenn ich so arbeite, habe ich natürlich wenig Kontakt zur Waffe. Dann wurde ausgebildet, als das dann weg war, schon so irgendwie nebeneinander, da war es eigentlich egal. Das Wichtigste war, das Griffstück ganz auszufüllen. Dann hat man mehr Kontakt. Wenn ihr aber jetzt ein bisschen mehr schießt, werdet ihr feststellen, das ist nicht das Wichtigste. Es ist viel, viel wichtiger, weil die Auswirkung im Stress ja links raus ist, dass wir nach links die Waffe blockieren. Dass wir gar nicht rüberdrücken können, weil der Daumen davor ist. So, und das ist viel, viel wichtiger. Bei mir ist hier auch eine Lücke.
Ich kneife hier richtig rein. Das ist mein Widerlager. Ich kann hier gar nicht weit nach vorne durch meine, ja gut, Fingernägel habe ich nicht, aber oder ausgesprochen lange. Na, dort gehe ich rein. Mit Handschuhen ist es für mich sogar noch einfacher. Da blockiere ich. So, da kann ich gar nicht weiter. Das ist ein Block. Aber es ist für mich nicht wichtig, dass alles ausgefüllt ist. Denn wenn ich alles ausfüllen will, geht der Daumen wieder zurück. Und das heißt, jetzt kann er nicht mehr helfen. Stichwort Zeigefinger vorm Abzugbügel von der Supporthand. Das machen viele. Wenn ihr nur sowas wie ich hier habe, eine Glock oder noch schlimmer einen runden Bügel, passiert ganz, ganz häufig bei den Schützen, dass sie beim Schießen abrutschen. Und wenn ihr abrutscht, habt ihr automatisch natürlich nicht mehr den richtigen Griff. Dann ist er mal so und mal so. Das ist nicht gewollt. Könnt ihr nicht gleichmäßig gut schießen. Dann könnt ihr gut schießen, aber nicht gleichmäßig. Ne? Ihr braucht also wieder Korrektur an der Hand und so weiter. Das wollen wir alles vermeiden. Im Idealfall bewegt sich, wenn überhaupt, die Waffe ein bisschen, aber der Griff auf gar keinen Fall. Kein Millimeter. Was man auch häufig sieht, das werde ich aber gleich bei euch korrigieren. Ne? Ihr könnt den Rückstoß nicht mit den Daumen aufhalten. Nicht bei dieser Waffe. Es gibt Waffen, die sind dafür geeignet. Da ist dann hier so irgendeine Art von Hebel, da kann man den Daumen draufdrücken, dann verhindert, dass er raufgeht. Aber bei einer normalen Dienstwaffe zum Beispiel oder unsere Gebrauchswaffen hier, geht das ja natürlich nicht. Das heißt, ihr könnt mit den Daumen nicht verhindern, dass die Waffe nach oben geht. Ihr könnt nur verhindern, dass sie nach links rausgedrückt wird. Das könnt ihr damit verhindern. Na? Und dann seht ihr trotzdem manchmal beim Schießen, dass der Daumen immer so wegrutscht. Und wenn er wegrutscht, haben wir jedes Mal komplett den Griff verändert. Ne? Wenn es richtig ist, wir haben die Handgelenke nicht blockiert, dann bewegt sich wenigstens der Griff nicht an der Waffe. Das heißt, dieses haben wir minimiert, nur das nicht. Na, dafür brauchen wir die Handgelenke. Ist jetzt nicht Thema. Thema ist jetzt der perfekte Griff. Was auch bei einigen Waffen ist, wenn wir hier den Verschlussfanghebel haben, dass beim letzten Schuss der Verschluss nicht gefangen wird. Ne? Mein Daumen ist sehr, sehr kurz. Deswegen, ich lege, weil ich halt auch mit anderen Waffen schießen muss, ich lege den Daumen hier ganz einfach auf den Muskel ab. Mein Indexpoint ist so ein bisschen das Gelenk. Das heißt, wenn ich hier jetzt vor dem Gelenk bin, das spüre ich auch. Wenn der da liegt, dann kann der Verschluss nicht mit dem rechten Daumen blockiert werden. Oder ausgelöst werden vielmehr. Also ganz einfach, nehmt den Daumen nach vorne. Das machen wir, bevor ich das anzeichne, noch ein paar Mal. Findet euren Weg. Das heißt jetzt auch tatsächlich trocken abkrümmen. Ne? Muss Klick machen. Stellt ihr fest, ihr habt den Daumen weit vorne, aber der Zeigefinger behindert mich. Dann ist das wieder falsch. Dann korrigiert ihr euch. Und ich kann auch nicht sagen, was ist der 100%ige Griff, weil wir unterschiedliche Hände haben. Ne? Wenn du deine Hand siehst zu meiner. Ne? Lange Finger, kurze Finger, ein bisschen fleischiger, ein bisschen dürr. Das ist halt unterschiedlich. Ne? Müsst ihr euren eigenen Weg finden. Und das ist auch ein ideales Ding, was man im Trockentraining rausfinden kann. Unbedingt. Ne? Gerade jetzt mit diesen Strichen besonders einfach. Wenn ihr das nicht macht, fragt euren Partner, mach mal die Striche da und dann macht er das und dann gehst du halt 5 Minuten. Trockentraining nicht übertreiben zu Hause. Ihr müsst keine 4 Stunden am Stück im Monat machen. Wenn ihr jeden Tag 3 Minuten macht, ist das viel, viel wertvoller. Und ich habe keine Lust, hier jetzt mal Waffenschrank aufzumachen, deswegen habe ich mir Trainingswaffen geholt. Welche hast du jetzt mit? Ich habe einmal von Laser Ammo was mit und noch die andere ist auch von Laser Ammo. Ja, Laser Ammo ist auch eine sehr gute Sache. Ja. Man kann auch Sirt nehmen. Kriegt man in Deutschland schlecht. Laser Ammo kann man überall kaufen. Ja. Das sind so Waffen, wo ihr immer Trockentraining machen könnt. Und die Handhabung ist annähernd gleich. Also das Ziehvorgang ist annähernd gleich. So, ihr geht in den Anschlag. Wie immer, legt den Daumen hier ab. Wenn ihr den Daumen hier ablegt, habt ihr so einen Indexpoint. Bei mir ist das jetzt das Gelenk vom Daumen. Na, wenn ich direkt davor bin, dann ist der Daumen frei. Und von vorne gesehen, seht ihr hier, ich kann nicht mit dem Daumen der Schießhand an den Verschlussfanghebel kommen. Und von der Seite kann das so aussehen. Drückt nicht da runter, das braucht ihr nicht. Legt ihn ab. Dann, wenn ich drücke, kann ich wieder schlechter abkrümmen. Ihr seht das, wenn ich jetzt hier kräftig drücke, passiert sehr häufig, dass ich auch mit dem Schießfinger abkrümme. Legt ihn einfach sauber ab. Mit der linken Hand könnt ihr kräftig zugreifen. Wir sind auf der 3-2. Wir sind immer noch beim Trocken. Ihr zieht die Waffe von der 1 bis zur 4 durch. Ausführung. Zielen, Finger in Abzug. Und einmal kalt abkrümmen. Einmal. Gut. Holstern. Ist gespannt, deine Waffe? Ja. Gut. Hepp. Gut. Du hast gerade gesehen, ein bisschen gerissen. Ja, genug. Hast du gespannt? Nein. Gut.
und holstern. Hepp. So, dein Daumen hat sich jetzt verändert, dein Griff hat sich verändert. Du hast jetzt einmal hier und davor hast du hier. Okay. Entscheide dich mal. Ja. Ich empfehle dir, leg den ruhig hier oben. Referenzpunkt. Da hast du so eine schöne Kante, die du spüren kannst. Ja. Versuch das mal. Ja. So 5 mal, 6 Mal. Du hast das jetzt jedes Mal richtig gemacht. Der Daumen war immer an der gleichen Stelle. Du hast jetzt einen Indexpoint gefunden für den linken Daumen. Gut, jetzt mache ich die Markierung. Gut. So, und für dich nochmal trocken, bevor wir gleich scharf schießen. Halt. Ist die Waffe gespannt? Ja. Gut. Zielen, abkrümmen. Nacken abkrümmen. Korrigierst du dich. Schaust dir einmal an. Griff ist jetzt super gewesen. Jetzt gehst du nochmal in Anschlag. Spannen, holstern. Und jetzt übst du es einfach ganz stumpf. Raus. Abkrümmen. Jetzt korrigierst du dich. Gut, oder? Perfekt. Ja. Kann ich auch nicht besser. Klasse gemacht, sehr gut. Ja. Und wieder spannen, holstern und nochmal. Und raus. Nee, das. Schummler. Was hast du losgelassen, ne? Du hast auf die Stricke geguckt. Hab ich? Du machst das so. Warte, ich gucke jetzt nach vorne. Genau. Sehr schön. Alles menschlich. Es war alles gut, es war ein guter Griff, aber hast gemerkt, beim Abkrümmen ein bisschen, ne? Wäre trotzdem ein guter Treffer gewesen. So, und raus. Und korrigier dich. 2 mm ist immer noch gut. Ist immer noch gut. So. Also, ich bin zufrieden, was ich jetzt gesehen habe. Was jetzt passieren kann, ist so ein bisschen Stress, weil jetzt der Schuss dazu kommt. Aber eins muss jetzt klar sein. Wenn wir jetzt keine guten Ergebnisse erzielen, woran liegt denn das? Liegt das an der Schießtechnik? Nee, das ist der menschliche Geist. Jetzt hat er wieder Stress, jetzt knallt das gleich. Alles menschlich. Wenn ihr das wisst, könnt ihr wieder dagegen anarbeiten. Nein, macht das so wie beim Trockentraining. Der Unterschied zwischen Trockentraining und scharfem Schuss ist doch eigentlich nur im Kopf. Biomechanisch, bis der Schuss bricht, ist alles gleich. Vielleicht ein gefülltes Magazin, aber das könnt ihr auch mit Ex-Patronen füllen, dass ihr das gleiche Gewicht habt an der Waffe. Wenn uns aber klar ist, Jäger kennen das, ne? Die schießen auf die Papierscheibe, super Ergebnis auf den Rehbock und dann sind sie draußen im Gelände und machen vielleicht doch mal nicht so einen tollen Schuss. Auf jeden Fall wäre da, abgesehen davon, dass der Rehbock wegläuft nach dem Treffer, vielleicht noch ein paar Meter, spielt sich alles nur im Kopf ab. Ne? Und das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Das heißt, Toolbox wieder, macht biomechanisch, minimiert dort eure Fehler, denn wisst ihr, der Geist ist natürlich nicht ganz so toll. Aber je öfter wir trainieren, desto normaler wird das ja auch. So, also wenn das Ergebnis jetzt nicht so toll ist, wisst ihr, es liegt nicht an der Biomechanik, sondern weil euer Geist ein bisschen dagegen aufgeregt sein und so weiter. Daran wird es liegen. Perfekt. Ihr versucht jetzt einfach biomechanisch alles richtig zu machen, den richtigen Griff, kümmert euch erstmal gar nicht darum, um die Striche, sondern ihr schießt und dann guckt ihr, habt ihr alles richtig gemacht? Jetzt habt ihr es nicht richtig gemacht, korrigiert euren Griff, geht nochmal aufs Ziel, dann macht ihr noch einen zweiten Schuss, einfach, dass wir unser Unterbewusstsein programmieren. Verstanden? Verstanden. Ist eigentlich einfach. Bisschen konzentrieren, macht so wie eben gerade, das waren alles gute Ergebnisse. Da ein bisschen mucken, ist auf diese Entfernung vielleicht so ein Stück runter, nicht mehr als so. Ja, also das war jetzt, du hast es jetzt gesehen, aber das ist nicht viel. Fertig laden. Wir gehen auf die 3-2. Gut, holstern. Macht langsame, flüssige Bewegung, nur keine Zeit verschwenden. Standby. Hepp. Sehr gut. Und raus und langsam in die Finger zurück. Gut. Korrigiert euren Griff. Wenn der Griff nicht gut war, macht ihr noch ein zweites Schüsschen. Wenn er gut war, gleich holstern. Okay. Gewöhnt euch mal ab. Ihr wisst doch, wo das Holster ist, ne? Ja. Dann braucht ihr nicht immer hingucken. Okay. Steckt einfach weg. Und wenn ihr mal hängen bleibt, dann guckt ihr hinterher. Hepp. Genau. Du hattest einen perfekten Schuss, perfekter Griff, nicht wiederholen. Hepp.
Oh. Ja, da war alles falsch. Guck, Alles dir, falsch. guck dir mal den Griff an. Ja, Griff Da war und nichts richtig. gemuckt und Halt. Griff korrigieren. Perfekter Griff. Jetzt nochmal ein Treffer. gemuckt. Gut, habe ich jetzt nicht gesehen. Etwas besser. Auch nach dem Schuss nicht loslassen die Hand. Du müsstest vielleicht weiterschießen. Wirklich abschließen, nachzielen und danach kannst du danach erst den Griff lösen. Gut. Hepp! Korrigiere dich, ist immer noch nicht. Der Daumen fühlt sich anders an, denke ich mal. Gut, nochmal treffen. Gut, Holz dann. Letzter Schuss. Macht aber einen Treffer. Tim, du Angeber, was ist denn das für ein Ergebnis? Klasse. Warten, Holz an. Hepp! Komm! Habt ihr Griff korrigiert? Nicht geguckt, sorry. Okay. Entladensicherheit herstellen. Gut. So, ihr beiden. Ihr habt es gesehen, das Thema Griff. Ihr müsst das mal so ein bisschen auseinandernehmen, wenn es nur ums Treffen geht. Na, gerade ihr seid im High-Stress, warum auch immer, ihr seid im High-Stress. Wenn ihr im Hinterkopf behaltet, es ist egal, wie ihr festhaltet, treffen könnt ihr immer, egal wie der Griff ist. Wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, wir werden irgendwann vielleicht eine Übung schießen, wo ihr schnelle Schüsse macht als erstes Ziel und dann aber das kleine Ziel oben treffen. Wenn ihr das so ein bisschen auseinander nimmt, wenn das nur darum geht, um zu treffen, braucht ihr nicht viel richtig machen. Nur richtig zielen und richtig abkrümmen. Wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, ein Teil der Toolbox, dann ist eigentlich alles easy. Wenn ihr schnell schießen müsst, wenn ihr aus der Handhabung, aus der Bewegung arbeiten müsst, dann müsst ihr alles perfekt machen. Und ein Teil davon ist der Griff. Ihr habt es gerade gesehen, so einfach ist es mit dem Griff auch nicht. Ne? Immer gleichmäßig greifen, damit wir gleichmäßig gute Ergebnisse erzielen. Das ist schon eine Menge. Aber das ist einfach nur Fleiß. Und die gute Nachricht ist, es ist nicht wichtig, unheimlich viele Stunden auf der Schießbahn zu investieren. Es ist viel schlauer, gerade wenn man wenig Geld hat, Munitionkosten sind hoch, ein bisschen Trockentraining. Ne? Immer wieder Trockentraining, again. Biomechanisch ist es gleich, ob es nun knallt oder nicht. Ne? Bis zum Knallen ist alles gleich, außer vielleicht im Kopf. Ja, was sagst du zu deinem Ergebnis? Verbesserungswürdig. Ja. Aber was gut war, also die Schritte nach oben, ne, den Griff, dein Bewusstsein hat sich jetzt wieder aufgelegt auf den Griff. Deswegen ist so ein bisschen das saubere Abkrümmen ein bisschen wieder runtergegangen. Das ist einfach Training. Ne? Also das ist überhaupt kein Problem. Tim, was sagst du zu deinem Ergebnis? Ja, ist gut. Schön, ne? Ja. Klasse. Na, das heißt, Trockentraining. Ne? Auch Profis. Ich mache auch noch Trockentraining. Okay, ich hänge mich dann an irgendein Seil, aber ich mache auch Trockentraining, weil es uns nach vorne bringt. Ne? Schießzeiten, hinfahren, zurückfahren, das kostet alles Zeit. Trockentraining zu Hause ist ganz einfach zu machen. Aber es ist eure Entscheidung. Wo wollt ihr mit? Reicht euch die Kreisliga, dann geht einfach auf die Schießbahn, habt Spaß, ist legitim. Wenn ihr aber nach oben wollt, ne? Landesliga oder Bundesliga oder Champions League, dann geht nur ein Weg, dann Trockentraining und rauf auf die Schießbahn. Wenn ihr genug Geld habt, könnt ihr alles auf der Schießbahn machen, aber ich empfehle immer ein bisschen Trockentraining. Das ist ein gutes Beispiel für Trockentraining. Habt ihr Fragen? Nein. Gut, dann übergebe ich an dich. Super. Ja, schöne Übung auf jeden Fall. Ich denke, gerade diese Strichgeschichte ist was viele Leute nicht kennen. Also mir war es nicht bewusst, also ich kannte das vorher nicht. Das ist definitiv was einem hilft, kann man super daheim nachstellen, auch mit der Ehefrau oder mit sonst einem Freund oder wem auch immer, wenn man zur Verfügung hat. Ja, schön gemacht, perfekt. Muss ich leider zugeben, ist gar nicht meine Idee. Das hat ein anderer guter Schießausbilder aus Amerika. Ja, aber wie auch hier, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Ausbilder, egal wer, du hast recht, andere haben recht, immer das Beste aus allen zusammenfügen und sich daraus dann eine Schnittmenge bilden. In meiner alten Einheit, im großen Lettland-Standort, wer aufhört zu lernen, hat aufgehört, professionell zu sein. Stillstand ist der Tod, sage ich immer. Ja, ist auch genauso gut. Ja. Und da muss ich einfach zugeben, wenn jemand anders eine bessere Idee hat als meine alte, wäre ich ja dumm, wenn ich sie nicht annehme. Und ich lebe danach,
Ich bin jetzt 60, auch ich, wenn ich irgendwo andere Einheiten besuche, da gibt es immer gute Ideen, die nehme ich mit. Vielleicht hat irgendwann jemand anders noch eine bessere Idee. Ich denke mal, momentan sind wir da am Endstand, weil es so einfach ist. Ne? Ich liebe einfache Sachen. Genau, Super. einfach und funktionieren muss es. Gut. Perfekt. Also, wie gesagt, der richtige Griff ist damit abgeschlossen von der Pistole. Wir machen weiter im nächsten Video. Schaut in die Videobeschreibung für unsere Sponsoren, die diese ganze Serie hier möglich machen. Und wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare damit. Wir werden sie am Ende der kompletten Serie für euch beantworten. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lowa Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium.